Herzlich willkommen bei der heutigen Videosequenz. Wir haben eine Patientin hier, die wir vor 13 Tagen aktuell operiert haben. Beide Oberschenkel bzw. eine Oberschenkelverlängerung mit dem Bedsbone beidseits. Wir sind vom Verlauf her direkt am Operationstag aufgestanden. Dann ist das immer standardisiert hinterher. Das heißt, wir beüben innerhalb der ersten Tage den Gang mit den Unterarm-G-Stützen. Die Patienten sind sozusagen auf Stationsebene mobil. Dann wird so langsam der Wechselschritt beübt und innerhalb, sage ich mal, der ersten 5 bis 7 Tage werden die Patienten über die Physiotherapie angeleitet, Treppen zu Fahrrad zu fahren, Dehnungsübungen zu machen. Nach circa 5, manchmal 7 Tagen beginnen wir dann mit dem Klickmechanismus, das heißt mit der Verlängerungsphase. Die ersten 5 bis 7 Tage lassen wir das ganze System nochmal zur Ruhe kommen. So, und jetzt kann uns die Patientin vielleicht erzählen, einmal, wie war die Operation für sie und zum anderen, wie war das hinterher für sie. Das wäre ja für diejenigen, die sich überlegen, eine Beinverlängerung zu machen, sehr, sehr wichtig zu wissen. Also die Operation selber habe ich ja Gott sei Dank nicht mitbekommen live. Das nächste, was ich dann wahrgenommen habe, waren die Schwestern, die sich um mich gekümmert haben. 2 Schwestern standen da vor mir und haben sich um mich gekümmert, haben da an mir rumgemacht und dann rumgenestelt. Haben auch wieder gefragt, wie es mir geht. Ja, also haben mich richtig gut gefühlt. Also das war wirklich, ich wusste natürlich, dass die Schmerzmittel noch wirken, noch sehr, oder die Nachwirkungen von der OP noch da sind. Ja. Und dann sind wir aufgestanden mit ihnen? Dann sind sie mit mir aufgestanden. Es war alles noch ein bisschen wackelig, aber also für mich jetzt kein Problem. Ich muss sagen, ich bin relativ sportlich. Also ja, Sie haben es wirklich gut gemacht. Ja. Die meisten fühlen da so ein bisschen Übelkeit und Schwindel. Das kann schon sein. Das liegt dann an den Medikamenten von der Operation. Das liegt nicht daran, dass man nicht direkt auf die Implantate draufstehen könnte, sondern das ist einfach dadurch geschuldet, dass man direkt nach der Operation in die Vertikale kommt und der Kreislauf ein bisschen braucht. Grundsätzlich kein Problem. Was jetzt noch wichtig oder interessant wäre, ist, wie Sie Ihren Alltag bewältigt bekommen. Beziehungsweise Sie sind jetzt ungefähr 2 Wochen nach der operativen Beinverlängerung. Was können Sie im Alltag machen? Was geht noch nicht? Und wie gestalten Sie Ihren Alltag? Also mein Alltag sieht so aus, dass ich voll berufstätig bin. Ich arbeite im Büro. Während der Pandemie konnte ich schon Homeoffice machen. Das wurde vom Arbeitgeber sogar gewünscht. Und ich habe das jetzt einfach fortgesetzt. Es heißt jetzt bezogen auf die OP, dass ich eigentlich schon, ich habe mein Laptop mitgenommen ins Krankenhaus. Und von da gearbeitet? Von da aus, am 4. Tag habe ich ihn wieder angemacht und habe meine E-Mails gecheckt, habe meine Kollegen angerufen und das ist halt eigentlich mein Alltag. Nebenher, ich meine, im Krankenhaus, klar, fiel natürlich kein Haushalt an, klar, aber das macht mein Mann. Sehr gut. Also ich sage jetzt mal, ich schaffe es jetzt momentan wirklich voll berufstätig zu sein. Sehr gut. Das ist wichtig für alle Patienten zu wissen, wie viel Zeit nimmt der Klickmechanismus in Anspruch, wie viel Zeit vom Tag und wie viel Zeit vom Tag nimmt die Dehnungsübung denn hinterher in Anspruch. Im Allgemeinen muss man wirklich sagen, das Klicken, wir empfehlen es am Morgen, nimmt circa gute halbe Stunde, 3/4 Stunde in Anspruch. Man muss das in total entspannter Situation machen. Man muss sich da, wenn möglich, auch ein bisschen zurücknehmen. Über den Tag dann verteilt die Dehnungsübungen nehmen circa 2,5 bis 3 Stunden dann in Anspruch, was man auch wirklich wahrnehmen sollte, um die aufgebaute Spannung der Verlängerung im muskulären Bereich wieder lösen zu können. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man die am Ende vom Tag zu 100% aufgelöst hat. Ist jetzt unabhängig von dem Implantat oder dem Mechanismus der Verlängerung, es ist die Basis sozusagen jeglicher Beinverlängerung. Man gibt die Strecke vor, die mit der Knochendichte
Dehnung sozusagen, mit der Knochendistraktion, wie wir sagen. Und diese vorgegebene Strecke muss man tagsüber auflösen durch Stretching, das heißt durch Dehnungsübungen. Ansonsten schlafen Sie unruhig. Also man wird schon deswegen motiviert zu entspannen oder zu dehnen, weil also wenn man das Ziehen dann spürt und ich weiß, nach dem Dehnen lässt das Ziehen nach oder ist es weg und ich fühle so ein Entspannungsgefühl dann im Muskel. Dann ist es eine gewisse Freude. Ich denke, das ist reine Freude, sicherlich wird es nie werden, aber es gehört einfach dann zum Alltag, so wie das Zähneputzen. Es wird Alltagsroutine werden. Momentan, wie gesagt, ist es noch ein bisschen, muss ich es noch organisieren, aber ich denke, es wird, und auch diese Bewegungen, die sind ja jetzt nicht, also mir zumindest als Läuferin, da habe ich nicht so Intus, diese Dehnbewegungen. Habe ich vorher nicht gekannt. Ich merke schon, dass jetzt sich eine Routine einschleicht, dass ich halt einfach bloß nur hinlange und bloß nur, also dass es bloß nur, vorher musste ich mir überlegen, wie ziehe ich jetzt und wie mache ich das und dass ich jetzt auch inzwischen schon in den Muskel so reinspüren kann. Ja, sehr gut. Also dass ich jetzt schon ein bisschen nachjustieren kann, dass ich merke, wie muss ich drehen, dass es besonders effektiv ist. Also da findet auch so ein Lernprozess dann statt. Ich denke, es wird immer effektiver werden. Ja, definitiv. Gibt es irgendwas, was Sie den Patienten, die sich dafür interessieren, noch mitgeben würden? Zum Beispiel in der Vorbereitung, zum Beispiel, wo Sie sich hinwenden würden oder was Sie rückblickend empfehlen können? Also ich würde mir auf jeden Fall ein realistisches Bild machen. Ich würde mich von Ihnen, Dr. Becker, beraten lassen, weil Sie für mich ein realistisches Bild zeichnen. Also ich bin am Anfang, aber Sie führen mir immer wieder vor Augen, dass es wirklich anstrengend sein wird. So wie ich das jetzt beurteile, beschönigen Sie das Ganze nicht, sondern stellen wirklich ein realistisches Bild dar. Es ist wirklich ein Marathon, es ist wirklich anstrengend, es ist schmerzhaft und es impliziert ja eigentlich auch, dass ich es nur durchstehe, wenn ich den Willen habe. Und dieser ganz starke Wille, ich möchte das ist ganz wichtig. Genau. Und das soll man sich wirklich klar machen, dass es kein Spaziergang wird. Wirklich nicht. Ja. Also bei mir persönlich ist es so, ich weiß, dass es schmerzhaft ist, dass es noch schmerzhafter werden wird, sicherlich. Stelle mich auch drauf ein, mache mir da nichts vor. Versuche auch flexibel zu sein, mich mit den Klicks dann auch eventuell dann auch, also momentan klicke ich 20, aber ich stelle mich auch darauf ein, dass ich das reduzieren werde. Ich werde sehr stark natürlich auf, die Kommunikation findet ja statt zwischen Herrn Dr. Becker und mir, dass ich mir einen Rat geben lasse. Ja, also diese Flexibilität ist wahrscheinlich, denke ich, auch sehr wichtig, dass man dann auch, sage ich jetzt mal, von dem, was man im Kopf hat, dann auch mal abweicht. Ja, also man soll sich wirklich vorher wirklich mit dem Ganzen auseinandersetzen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, damit man, wenn man anfängt, dann auch im Kopf hat, was auf einen zukommt. Wenn man sich entscheidet, wenn man die Entscheidung trifft. Ja. Man steht da wirklich in der Selbstverantwortung. Also man muss das wirklich selber durchziehen. Die Operation wird gemacht, da hat man nichts damit zu tun. Die wird auch, denke ich, davon gehe ich auch, fachmännisch gemacht. Aber diesen Weg muss man selber gehen. Man wird begleitet und sehr gut begleitet, aber man muss ihn selber gehen. Wichtig ist, dass wenn Sie aus dem Krankenhaus entlassen werden, wir entlassen Sie nur, wenn gewisse Dinge erfüllt sind. Wesentlich ist, dass Sie von den Schmerzen her in Ordnung sind und damit gut zurechtkommen mit Ihren Medikamenten. Das sind neben den Schmerzmitteln auch Mittel zur Muskelentspannung und eine Thromboseprophylaxe. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Der zweite Punkt ist, dass Sie mobil sind an Unterarm-G-Stützen. Das heißt, dass Sie auch Treppen laufen können und aufs Fahrrad können und die Dehnungsübungen selbstständig durchführen können. Und der dritte Punkt ist, der ganz, ganz wichtig ist, dass der Klickvorgang hervorragend funktioniert.
Und alles hat bei Ihnen hervorragend funktioniert. Aus dem Grund könnten Sie auch ein bisschen früher aus dem Krankenhaus gehen.